Blomcast. Turning Points in History. Wendepunkte in der Geschichte. Hallo und willkommen beim Blomcast, dem Podcast, der sich mit Wendepunkten in der Geschichte beschäftigt. Und heute machen wir gewissermaßen einen Sonderpodcast, denn man kann nicht leugnen, dass wir an einem Wendepunkt in der Geschichte leben. Jetzt mit dem Iran-Krieg ist eine neue Kaskade von Ereignissen losgetreten. Vielleicht ist dies der dritte Weltkrieg, in dem wir bereits sind. Auf jeden Fall aber ist es ein Regelbruch, der sehr groß ist, ein Bruch internationaler Gesetze, der sehr groß ist. Und das kommt zu einer Zeit, in der die Präsidentin der Europäischen Kommission, nicht des Rates, das bringe ich immer durcheinander, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in einer Rede gesagt hat vor Botschaftern, Europa könne nicht mehr der Garant des Völkerrechts sein und müsste sich auch überlegen, ob das überhaupt richtig wäre, das zu tun. Um über all diese Dinge zu sprechen und ein bisschen Durchblick zu kriegen, auch ein bisschen Begriffshygiene zu betreiben und vielleicht ein bisschen weiter zu denken, bin ich sehr froh, Ralf Janik zu begrüßen. Ralf Janik, Sie sind Völkerrechtler und Sie sind die ideale Person, mit der im Moment zu sprechen. Herzlich willkommen. Schönen Dank für die Einladung und danke auch für das, nehme ich mal an, Kompliment, ideale Person, darüber zu sprechen, ja. Doch, das ist ein Kompliment. Sie haben in vielen Publikationen sich damit beschäftigt, sehr differenziert damit auseinandergesetzt. Wir haben vor einigen Tagen eine Sendung gemeinsam gemacht auf Ö1 im österreichischen Radio und da haben wir über die Frage gesprochen, ob das Völkerrecht überhaupt noch eine Gültigkeit hat. Wir fanden beide, dass wir nicht das ganze Thema in dieser Sendung unterbringen könnten und deswegen haben wir uns überlegt, es wäre doch schön, wenn wir weitersprechen können und das auf diese Weise tun. Ralf Janik, aber es ist, glaube ich, auch dieses Mal wichtig, ein bisschen Worthygiene zu betreiben. Wir sprechen über das Völkerrecht, wir sprechen über internationales Recht, wir sprechen über Menschenrechte. Sind das alles verschiedene Dinge oder ist das einfach alles eine große Verwirrung und Menschen benutzen die Worte auswechselbar? Völkerrecht ist das zwischen, wie der Name schon sagt, Völkern zur Anwendung kommende Recht, das aber sehr viel mehr umfasst. Also es ist im weitesten Sinne das Recht, das die Beziehungen von Völkerrechtssubjekten in ihren Beziehungen untereinander regelt. Völkerrechtssubjekte sind Länder für Menschen wie mich. Ja, aber nicht nur. Deswegen diese breite Definition. Natürlich denkt man in erster Linie an Staaten, also an zwischenstaatliches Recht, aber das ist nicht alles. Das war historisch fast immer das einzige oder zumindest das dominanteste Völkerrechtssubjekt. Aber jetzt sind in den letzten 150 Jahren auch internationale Organisationen dazugekommen. Dann sind Aufständische dazugekommen, also Rebellengruppen, die es schaffen, unter Anführungsstrichen, einen Krieg zu führen, der so intensiv ist, dass sie von den Staaten, gegen die sie kämpfen oder von den Regierungen auch anerkannt werden. Dann sind natürlich Völker als eigene Völkerrechtssubjekte losgelöst von Staaten dazugekommen oder waren es vielleicht auch immer und Staaten waren eigentlich nur ihre Vehikel. Da kann man sich philosophisch fragen, was war zuerst da? Und dann natürlich, und Sie haben es auch angesprochen, die Menschen als eigenständige Völkerrechtssubjekte. Das ist eine relativ rezente Entwicklung, die so richtig erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und aufgrund des Zweiten Weltkriegs an Fahrt aufgenommen hat. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Ich erinnere mich an einen weiteren Podcast, den ich gemacht habe, gemeinsam mit Philippe Sands, den Sie sicherlich kennen, der sehr viel darüber gearbeitet hat und auch sehr viel darüber spricht, wie das Recht durch historische Entwicklungen geprägt ist, gerade auch Menschenrechte und jetzt übrigens auch Naturrechte, die ein anderes und wichtiges Thema sind. Das hat für Sie auch eine persönliche Dimension. Sie haben mir erzählt, dass die Tatsache, dass Sie sich überhaupt dem Völkerrecht zugewandt haben, war für Sie, als Sie ein älterer Gymnasiast waren, auch der Irakkrieg und die Erfahrung dessen. Also können Sie das beschreiben? Wie hat das gewirkt auf einen jungen Schüler, diesen Konflikt mitzuerleben und auch die Diskussionen darum herum? Sehr gerne. Also ich habe mich für Politik mit ungefähr 14 Jahren begonnen zu interessieren.
Damals war der Kosovo-Krieg ganz akut, aber den habe ich noch nicht so ganz bewusst miterlebt. Dann war natürlich 9/11, das ist so das prägende geopolitische Ereignis für meine Generation. Aber auch da habe ich noch nicht so viel über das Recht nachgedacht, da hat man auch noch nicht so viel über das Recht gesprochen. Das war auch relativ klar, das war eine Terroristengruppe und das war offensichtlich ein Terrorakt. Das heißt, da ist die Rechtssituation nicht besonders komplex erstmal. Naja, man hat dann später, also ich habe dann später gemerkt, dass sie um einiges komplexer ist, als ich ursprünglich gedacht hätte, weil sich da die Frage gestellt hat, ob die USA das Selbstverteidigungsrecht haben gegen einen nichtstaatlichen Akteur, gegen eine Terrorgruppe, weil traditionell im Völkerrecht man immer an zwischenstaatliche Angriffe gedacht hat. Aber es war zumindest so, dass kein Staat so wirklich ein Problem damit hatte, dass die USA in Afghanistan gegen Al-Qaida als Urheber des Angriffs von 9/11 und die Taliban, die ihnen Unterschlupf gewährt haben, das Selbstverteidigungsrecht ausgeübt haben. Beim Irakkrieg, und das war eben so interessant, bei 9/11 war ja diese globale Welle der Solidarität. Da war ja gefühlt wochenlang in den Fernsehen ein Benefizkonzert nach dem anderen. In jeder Talkshow wurde darüber gesprochen und die gesamte Medien- und Politikaufmerksamkeit war auf dieses Thema fokussiert und es war eine Solidaritätswelle, die so ziemlich jedes Land erfasst hat, auch Rivalen von den USA. Sogar der Iran hat ja damals, glaube ich, seine Solidarität bekundet oder zumindest sich nicht darüber gefreut. Aus heutiger Sicht interessant. Und dann eben gar nicht so lange später Irakkrieg und auf einmal hat die Solidarität ihre Grenzen gefunden und ist an ihre Grenzen gestoßen, weil da eben vor allem Frankreich unter damals de Villepin und auch Deutschland gesagt haben, Moment, so einfach geht das nicht. Sie waren nicht per se gegen den Krieg, aber haben zumindest gesagt, mehr Zeit lassen, UNO-Waffeninspekteure. Und da habe ich diese Begriffe alle zum ersten Mal gehört. UNO, UNO-Sicherheitsrat, Resolutionen, präventive Selbstverteidigung. Ob man jemanden wie Saddam Hussein durch das Gewaltverbot schützen soll. Und das fand ich faszinierend. Ich fand es natürlich auch ernüchternd, dass die USA trotz all dieser Regeln den Krieg begonnen haben. Waren Sie damals auch auf der Straße zu demonstrieren? Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich vor der US-Botschaft in der Boltzmanngasse demonstriert habe, mit vielen anderen direkt vor diesen Gitterstäben. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann Jahre später in der US-Botschaft drinnen war, weil ich auf Einladung des State Departments eine Reise in die USA gemacht habe, um das Rechtssystem in den USA kennenzulernen und habe da ein bisschen schmunzeln müssen, dass ich jetzt auf der anderen Seite der Botschaft bin und auch mein Bild von den USA sich verändert hat. Ich war jetzt natürlich nie anti-amerikanisch, aber ich war zumindest, wie so viele meiner Generation, anti-Bush bzw. anti-Irakkrieg, weil ich mir damals schon dachte, irgendwas passt da nicht so ganz. Und eben die Regeln, und das fand ich so faszinierend, haben da Orientierung gegeben, weil ich natürlich Saddam Hussein nicht in irgendeiner Weise positiv gegenübergestanden bin, aber gesehen habe, es gibt Regeln, die schützen Staaten, auch dann, wenn sie von Diktatoren und Unterdrückern und massiven Menschenrechtsverletzern beherrscht werden. Und diese Trennung von Regierung und Staat, die leider, muss man auch manchmal sagen, notwendig ist, um Ordnung in den internationalen Beziehungen herzustellen oder zu bewahren, die begleitet uns ja bis heute. Und genauso begleitet uns bis heute, dass man manchmal denjenigen, die sagen, Moment, der Krieg gegen den Iran ist völkerrechtlich hochproblematisch beziehungsweise völkerrechtswidrig, dass das natürlich nicht im Umkehrschluss heißt, dass ich irgendwelche Sympathien für den getöteten Ayatollah oder seinen Nachfolger oder irgendwen anderen aus der Führungsriege des Irans hätte. Aber das ist ja eine wichtige Frage. Erstmal ein wirklicher Unterschied zwischen 2003 und 2027. Sie sind damals auf der Straße gewesen und haben demonstriert. Millionen von Menschen haben mit ihnen demonstriert. Es waren die größten bis dahin dokumentierten Demonstrationen. Heute gegen den Iran-Krieg? Ich meine, Europa ist sozusagen von dieser Situation viel schneller überfallen worden, als es damals der Fall war. Das heißt, also die Frage, ob Europa einsteigen will in den Krieg, ist auch diesmal eindeutig. Aber auch in den Vereinigten Staaten sieht man keine gigantischen Menschenmengen da gegen diesen Krieg auf die Straße gehen. Aber das Gewaltverbot, nochmal dazu zurückzukommen, denn dies ist kein sehr systematisches Gespräch, aber es ist ein Gespräch, das sich vielen Dingen versucht zu nähern, die heute sehr wichtig sind, weil sie letztendlich auch Prinzipien sind, die in der heutigen Zeit immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Das Gewaltverbot ist irgendwie konstituierend für Zivilisation. Man könnte fast sagen, Zivilisation fängt damit an, Gewalt zu begrenzen und zu regeln und zu ordnen. Und wir haben heute ein sogenanntes Jus contra bellum, also ein Recht gegen Krieg.
Die meiste Zeit in der Geschichte hatten wir ein jus ad bellum, also ein Recht zum Krieg. Und aufgrund der Erfahrungen schon nach dem Ersten Weltkrieg hat man sich auf globaler Ebene durchgerungen, den Krieg zum ersten Mal zu verbieten, 1928 im Kellogg-Briand-Pakt. Der ist heute ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, ein bisschen wieder positiver gesehen, als es damals war. Damals wollten die Franzosen eigentlich von den US-Amerikanern eine Art Beistandspflicht, also dass die US-Amerikaner ihnen zur Not zu Hilfe kommen würden, wenn es wieder einen Krieg gibt in Europa. Und die USA haben sich nur dazu durchgerungen zu sagen, naja, wir können ein allgemeines Kriegsverbot ausverhandeln und würden das auch ratifizieren. Dieses haben dann eben Frankreich und die USA unterzeichnet und auch Deutschland. Aber er heißt trotzdem Kellogg-Briand-Pakt, also zwischen dem damaligen US-Außenminister und seinem Amtskollegen aus Frankreich. Deutschland war auch von Anfang an dabei. Und dann haben innerhalb kürzester Zeit so ziemlich alle Staaten, die es in der Zwischenkriegszeit gegeben hat, die als souverän und damals muss man leider auch sagen, noch zivilisiert gegolten haben, diesen Pakt ratifiziert. Also wir hatten vor dem Zweiten Weltkrieg schon ein allgemeines Kriegsverbot und wie wir wissen, hat dieses geschriebene Kriegsverbot den faktischen Krieg nicht verhindert. Was er aber verändert hat, war das Denken über den Krieg und der Kellogg-Briand-Pakt war dann auch die Grundlage für die Nürnberger Prozesse, weil man da eben sich gefragt hat, was nimmt man denn eigentlich? Weil den Begriff des Genozids, und Sie haben es ja vorhin angesprochen, Sie haben mit Philipp Säns gesprochen, vielleicht haben Sie auch über den Genozid gesprochen. Ja, haben wir. Ja, den Begriff gibt es ja als Folge des Zweiten Weltkriegs, der wurde ja da erst geprägt von Lemkin und man hat ihn noch nicht verwendet in Nürnberg. Was man in Nürnberg verwenden konnte, war einerseits die Haager Landkriegsordnung, also für die Feststellung, ob Kriegsverbrechen begangen wurde, und andererseits konnte man da auch verwenden den Kellogg-Briand-Pakt und die Mitglieder des Naziregimes, die führenden Mitglieder des Naziregimes und genauso aber dann auch übrigens bei den Tokioter-Prozessen, auch bei Japan, wegen Verbrechen gegen den Frieden, weil man sagen konnte, Moment, der Frieden war eine völkerrechtliche Verpflichtung, die von den Staatsführern Nazi-Deutschlands und eben parallel dazu bei den Tokioter-Prozessen auch von Japan eine Verpflichtung, die verletzt wurde. Das ist in dem Moment, das darf man nicht vergessen, auch ein klassisches Stück der Siegerjustiz gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber Siegerjustiz ist nicht notwendigerweise ein negativer Begriff. Nein, aber es wird in Diskussionen aber immer wieder aufgebracht und deswegen möchte ich das eigentlich nur kurz ansprechen und kontextualisieren. Natürlich war das ein Fall, wo die Gesetze, nach denen geurteilt wurde, letztendlich erst kurz vorher entstanden waren, wenn sie auf Prinzipien beruhten, die schon viel länger verankert waren in der internationalen Diskussion. Das stimmt und das war auch ein Argument von den Anwälten bei den Nürnberger Prozessen, die gesagt haben, Moment einmal, wir haben im Strafrecht das Prinzip, dass man nur wegen etwas verurteilt werden darf, das zum Zeitpunkt der Tatbegehung schon strafrechtlich ein Tatbestand war. Das war bei Verbrechen gegen den Frieden in der Form nicht der Fall und das war auch bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die man auch verwendet hat, als Tatbestand bei den Nürnberger Prozessen ebenfalls nicht der Fall. Man hat aber da eine moralische Krücke gefunden und gesagt, vielleicht gab es den Tatbestand nicht, aber dass gewisse Gräueltaten und eben auch Verbrechen gegen den Frieden verboten sind und man nicht aufgrund formalistischem, juristischen Denkens freikommen soll oder unbestraft davonkommen soll, das gebietet die Moral. Also das ist einer der Fälle, wo das formal-juristische von der Moral gewissermaßen links oder rechts, je nachdem, wie sie es wollen, überholt wurde. Weil sonst hätte man sagen müssen, naja, wir würden die ganz gern bestrafen, was die gemacht haben, war moralisch zutiefst verwerflich, hat die Welt in den Abgrund gestürzt, aber es gab keinen eindeutigen Straftatbestand und keine Zuständigkeiten, es gab auch kein entsprechendes Strafgericht und deswegen können wir die leider nicht verurteilen. So formal-juristisch hat damals zum Glück niemand gedacht. Diese Moralfrage, die hängt ja auch davon ab, dass sich die Moral selbst sehr stark verändert. Ich möchte einen Gedanken an Ihnen ausprobieren, der sich mit dieser moralischen Grundordnung beschäftigt. Es gibt in der Odyssee von Homer eine schöne Stelle, wo Odysseus sich darüber beklagt, dass er immer noch nicht nach Hause gelassen wird von den Göttern, dass er immer noch weiter irren muss. Und er sagt, ich weiß nicht, warum das so ist, denn ich bin ein anständiger Kerl. Vor kurzem sind wir an einer Stadt vorbeigesegelt und wir haben uns beschlossen, sie zu überfallen und wir haben sie überfallen und wir haben sie niedergebrannt und wir haben die Männer umgebracht und ich habe nicht mehr Frauen genommen als meine Kumpanen. Das ist für Odysseus ein Zeichen, wie anständig er ist, weil die Gewalt des Siegers
ein selbstverständlicher Teil der Ordnung war, der moralischen Ordnung. Das hat sich in Europa geändert mit dem Christentum eigentlich. Gleichzeitig aber sind unsere Gesellschaften nicht weniger gewaltsam geworden. Okay, im 20. Jahrhundert oder im späten 20. Jahrhundert sind sie vielleicht weniger gewaltsam geworden. Die 2000 Jahre davor sind von extremer Gewalt gekennzeichnet gewesen, sicherlich genauso sehr wie nichtchristliche Gesellschaften. Das ist schwierig, weil ich denke da jetzt reflexartig an den Steven Pinker, der die These ja vertritt, dass die Gewalt historisch schon sehr lange abnimmt und wir zu sehr auf die Gewaltereignisse schauen. Aber gleichzeitig hat man natürlich da Bauchweh, weil es sich schwer quantifizieren lässt, die Gewalt. Aber seine Grundthese ist ja die Better Angels of Nature, dass wir eigentlich weltgeschichtlich seit sehr langem eine Abnahme der Gewalt feststellen können. Was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht wieder irgendwann zu einer explosionsartigen, ereignishaften Zunahme von Gewalt kommen kann. Eine Abnahme von welchem Punkt? Wie weiß ich, wie viel Gewalt in einer bronzezeitlichen Gesellschaft ausgeübt wurde täglich? Gut, da habe ich zum Beispiel die Bibel, da steht viel über Gewalt drin und über die Ausübung von Gewalt. Aber für andere Gesellschaften hätte ich da große Probleme, das irgendwie zu quantifizieren. Dann muss ich zu Gräbern gehen und sehen, was die Leute für Verletzungen haben, die da begraben wurden, um irgendwie zu bemerken, wie viel tatsächliche Gewalt da stattgefunden hat. Mich hat dieses Argument von Pinker nie überzeugt, auch weil man, glaube ich, weil es ziemlich stark etwas ausblendet, nämlich die systemische Gewalt, die darin beschlossen liegt. Also sicherlich sind westliche Gesellschaften in den letzten 80 Jahren weniger gewaltsam geworden. Man kann aber sagen, vielleicht haben sie einfach ihre Gewalt nur an die Peripherie verdrängt. Sie haben weiterhin Kriege geführt, aber nicht mehr in ihren eigenen Ländern. Sie haben Krieg geführt in Vietnam und in Afghanistan und in afrikanischen Ländern, aber nicht mehr in Europa. Sie haben durch ihren Lebensstandard massiv in natürliche Systeme eingegriffen und massive Zerstörungen ausgeübt, die auch eine Form von Gewalt sind. Das heißt, wenn man jetzt die Summe davon machen würde, ist das mehr Gewalt oder weniger Gewalt? Ich weiß nicht, ob das unbedingt auf der Seite von weniger Gewalt rauskommen würde. Ich würde auch nicht den Versuch starten, sie zu quantifizieren. Was ich als Völkerrechtler auch mir erlaube zu tun, ist, dass ich mir ansehen kann, wie sich die Verträge verändert haben oder eben, dass wir auch jetzt menschenrechtliche Dokumente haben und menschenrechtliche Verträge haben. Und da sieht man, dass es doch eine Veränderung des Bezugs, also des verschriftlichen Bezugs zur Gewalt gibt, dass wir eben aus dem alten Jus ad bellum und auch der Theorie des zuerst Heiligen Krieges und dann des gerechten Krieges gemacht haben. Und da ist ein bisschen so ein Rückschritt vielleicht im 19. Jahrhundert gewesen, als man den Krieg verstanden hat als Vorrecht eines Staates, also dass ein Staat Krieg führen darf, weil er es manchmal einfach muss, weil es keine andere Möglichkeit gibt, seine Interessen durchzusetzen. Und dann hat sich eben gegen Ende des Ersten Weltkriegs wiederum das auf den Kopf gestellt, haben die Pazifisten, ich denke da zum Beispiel an Schücking oder Weberg, da gibt es auch ganz viele andere große Stimmen, auch Hans Kelsen natürlich, die dann gesagt haben, Moment einmal, wenn wir den Krieg als souveränes Vorrecht verstehen, dann führt das, wenn das eine Art unheilige Allianz eingeht, mit der Industrialisierung zu genau dem, was wir im Ersten Weltkrieg gesehen haben. Also Millionen von Toten, massive Zerstörung und potenzielle Auslöschung des Menschen als solchen vielleicht sogar. Also das wird dann wirklich dystopisch, weil der Krieg davor, als man noch gesagt hat, das ist ein Vorrecht, war noch nicht der industrialisierte Krieg. Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Denn wir haben ein Rechtssystem, das unserer Technologie nicht angemessen ist. Das war im Ersten Weltkrieg so. Also der Ethos des Kriegführens, wie auch immer man über ihn denken mag, war gewachsen für eine Zeit mit anderen Technologien, mit einer anderen Art von Krieg. Ja. Die war auf einmal durch Technologien überholt und obsolet gemacht worden. Wir erleben das heute wieder, dass wir in Gesellschaften leben, die Gesetze haben, die Regelwerke haben, die den Technologien, die sie beherrschen, eigentlich nicht mehr angemessen sind. Das ist auch der Grund, warum ich mir Sorgen mache. Die Technologie läuft dem menschlichen Gehirn davon. Also wir haben immer noch unser Steinzeitgehirn teilweise und Technologie, die dieses Steinzeithirn auch teilweise sehr leicht manipuliert, auch sehr leicht nachahmt und auch unsere Regeln hinken hinterher. Also wir haben jetzt keine globale KI
Verordnung, wir haben kein globales KI-Abkommen, es wird nicht einmal verhandelt. Was verhandelt wird, ist ein Abkommen zu Kriminalität im Cyberbereich, aber das ist ja nur ein Teilbereich, aber eigentlich müssten Staaten sich jetzt, wenn sie konstruktiv wären und auch noch in einer Kooperationsphase wären, wie wir sie nach dem Ende des Kalten Krieges hätten, ein globales KI-Abkommen verhandeln. Wir müssten auch darüber sprechen, wie wir künstliche Intelligenz in der Kriegsführung einsetzen, was ja jetzt auch schon passiert. Jetzt steht auch schon im Raum humanoide Roboter. Also all das, was wir aus Science-Fiction-Filmen oder Romanen kennen, ist jetzt schon sehr real. Und ein guter Science-Fiction-Roman ist ja deswegen so gut, weil er nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, sondern gewisse Tendenzen, von denen absehbar ist, dass sie irgendwann einmal Realität werden, schon vorwegnimmt. Und jetzt sind wir näher an Terminator 1 bis, ich weiß nicht wie viele Teile, als mir persönlich, als jemand, der den zweiten Teil noch als sehr junger Mensch gesehen hat und äußerst beunruhigend fand, lieb ist. Also wir dürfen das wirklich nicht romantisieren. Einerseits denkt man sich, okay, es wäre mir ganz recht, wenn ein Roboter meine Hausarbeit übernimmt, aber wenn der Roboter auch die Kriegsarbeit übernimmt, dann wird einem unwohl. Gleichzeitig warne ich natürlich davor, dass wir den Menschen da jetzt auch nicht zu positiv darstellen. Also wenn man sich ansieht, zu welch abgrundtief abscheulichen Taten der Mensch ganz ohne Computer und KI fähig ist, dann habe ich manchmal die Angst, dass die KI auch das vom Menschen lernt bei der Zielerfassung. Und vielleicht kennen Sie ja diese Berichte, dass immer dann, wenn man die KI nach Lösungen fragt, auch für Spannungen geopolitischer Natur oder für Kriege, dass sie relativ schnell zur Atombombe kommt. Und das mag eine in der KI-Logik rationale Logik sein. Für das Völkerrecht ist es das nicht. Das Völkerrecht verbietet den Einsatz von Nuklearwaffen. Das Völkerrecht verbietet auch die Akquise, also das Inbesitzbringen von Nuklearwaffen. Und das Völkerrecht beinhaltet eigentlich auf Grundlage eines Vertrags von 1968 eine Verpflichtung, die Abschaffung und Zerstörung von Nuklearwaffen zu verhandeln. Das ist 1968 verhandelt worden, dieses Abkommen. Diese Verhandlungspflicht aber hat nie dazu geführt, dass wir Nuklearwaffen wirklich zerstört haben, obwohl man im Kalten Krieg gewusst hat, was das für Auswirkungen hätte und das eben auch versucht hat, langfristig aus der Welt zu schaffen. Jetzt sind wir wieder dabei, Schritte zurückzumachen und die Nuklearwaffen in die Welt zu schaffen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, wie Sie das erklären und sagen, dies und jenes ist völkerrechtlich geregelt, verboten und gefordert, dann muss man heute einfach sagen, dass es viele mächtige Regierungen in der Welt gibt, unter anderem die der USA, die sagt, und? Das stimmt. Diese Regeln werden nicht mehr eingehalten. Sie werden systematisch entweder ignoriert oder die Institutionen werden auch umgangen oder jetzt imitiert. Also Trumps wunderbar benanntes Board of Peace, was natürlich, ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war, ein Wortspiel ist, also ob er jetzt den Friedensrat haben will oder ob er einfach vom Frieden gelangweilt ist. Das ist dann auch offen gelassen. Aber wenn Sie Diktator sind und 1 Milliarde haben, dann können Sie da auch am Tisch sitzen. Das scheint die UNO ablösen zu wollen. Der International Criminal Court kann Haftbefehle ausstellen gegen zum Beispiel Putin und Netanyahu. Das scheint aber keinen großen Unterschied zu machen, etc., etc. Und hier kommen wir zu dieser Frage, die wir am Anfang unseres Gesprächs hatten. Wir haben das Völkerrecht und man kann das studieren und man kann das aushandeln und man kann das judizieren. Aber wenn niemand mehr dran glaubt, dann sind wir in der berühmten Böckenfördeschen Situation, dass eine Grundordnung auf Voraussetzungen beruht, die sie selbst nicht garantieren kann. Dass es diese Institutionen geben kann und diese Gesetze geben kann, aber wenn sie ignoriert werden, dann hilft das gar nichts. Wie geht man damit um? Ja, das Völkerrecht oszilliert immer zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also es oszilliert immer zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Und jetzt wird der Teil, der eigentlich geregelt hat, was ist, immer mehr zu dem Teil, der was sein soll, Teil wird. Das Völkerrecht als solches wird immer einen was ist Teil haben. Was meine ich damit? Also die Regeln zur Diplomatie, das haben wir ja schon wiederum, wenn Sie jetzt zurückdenken an die griechische Mythologie, auch da die Frage, dass der Bote eigentlich geschützt sein soll, weil der Bote überbringt ja nur die schlechte Nachricht. Das haben wir auch in schlechten US-amerikanischen Filmen. Auch das wäre ein Verbot, eine Verletzung dieses Schutzes von Boten. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Film das war, aber da wird in irgendeinem, glaube ich, nur der Bote massakriert. Und da würde ich als Völkerrechtler sagen, eigentlich gab es damals schon die Regel, dass man den bloßen Überbringer von Botschaften nicht tötet. Und genau dasselbe gilt ja auch heute für Botschafter und für Botschaften. Das heißt,
Staaten wollen ja miteinander kommunizieren, wollen miteinander freundschaftliche Beziehungen pflegen oder zumindest irgendwie auskommen, und dazu braucht es auch Vertretungen und Vertreter vor Ort. Dieses System funktioniert relativ gut. Ja, manchmal gibt es da auch, wir kennen die berühmten Fälle, wenn Botschaften überrannt werden von Demonstranten oder von der Polizei vielleicht, aber das ist ganz, ganz selten. Also dieses System funktioniert. Was auch funktioniert über weite Strecken, ist das sogenannte technische Völkerrecht, also das Völkerrecht, das dazu da ist, zu regeln, dass eine Ware von A nach B kommt. Da rede ich jetzt nicht von den Zöllen, sondern wirklich vom Transportrecht so gesehen. Und was auch funktioniert, ist das Völkerrecht, das man eben braucht für, wenn Sie jetzt zum Beispiel denken, Unterseekabel und dergleichen, also für die globale Kommunikation. Auch das ist natürlich heute so eine Frage. Auch das ist fragil, aber ganz grundsätzlich die Kooperation, die man braucht für den Transport von Daten, für den Transport von Waren, das funktioniert ganz grundsätzlich. Oder auch die Diplomatie, das funktioniert ganz grundsätzlich. Was nicht funktioniert und was aber nie so ganz funktioniert hat, ist eben dieser Teilbereich des Völkerrechts, der bei Krieg und Frieden zur Anwendung kommt, der eben regelt, was man im Krieg machen darf und ob man überhaupt einen Krieg führen darf. Da gehört viel mehr dazu, als das bloß in dem Fall in die UNO-Charta hineinzuschreiben oder in die Genfer Konventionen hineinzuschreiben. Da braucht es natürlich auch Staaten bzw. Menschen, die für Staaten handeln, die das verinnerlichen. Und da ist ein bisschen meine Sorge, dass wir jetzt schon zu viele Staatschefs haben, denen nicht mehr bewusst ist, was dieses Spiel mit dem Feuer anrichten kann. Dass eben die Nachkriegsgeneration immer mehr ausstirbt und dass viel zu viele Menschen den Krieg wahrnehmen wie etwas, das Michael Ignatieff bezeichnet hat als virtuellen Krieg. Also ein Krieg, den wir auf Bildschirmen sehen. Den hat Pete Hegseth auch wunderbar inszeniert als Mischung von Hollywood-Movie und Computerspiel. Also das ist dann wirklich der virtuelle Krieg. Genau, und Michael Ignatieff hat das noch geprägt im Zusammenhang mit der Kosovo-Intervention, wo wir ferngesehen haben und im Fernsehen gesehen haben, was da passiert. Aber gleichzeitig war da das Problem, dass die Minimierung des Risikos für die NATO-Luftangriffe und für die NATO-Kampfpiloten zu einer Vergrößerung des Risikos für die betroffene Bevölkerung unten geführt hat. Also die Flugzeuge sind sehr weit oben geflogen, um außerhalb des Luftabwehrsystems von Serbien zu sein. Und gleichzeitig bedeutet das aber, je weiter oben die waren, desto höher das Risiko dafür, wo das unten einschlägt. Oder desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel, das vorgesehen ist, das völkerrechtlich legitime Ziel trifft. Und jetzt, fast forward, aus dem Jahr 1999 ins Jahr 2026, hat sich diese Virtualität des Krieges ja nochmal potenziert. Jetzt ist auf einmal KI eingebunden bei der Zielerfassung. Auch Israel im Gazakrieg hat schon KI eingesetzt. Wir sprechen auf einmal von humanoiden Robotern. Wir haben genauso dann auch noch die Kriege auf unseren Bildschirmen, dass wir Bilder sehen, wo wir manchmal nicht mehr wissen, ist das jetzt ein KI-generiertes Bild aus dem Gazastreifen oder aus dem Iran. Und umgekehrt auch noch viel, und da haben Sie sehr angesprochen, viel von denen, die den Krieg selbst führen, nicht wirklich führen, aber anordnen, wie zum Beispiel ein Pete Hegseth, dass das ja wirkt wie eine große Show. Also ich habe bei dem Mann das Gefühl, der möchte verzweifelt wirken wie ein Held aus einem Film. Also der hat meiner Meinung nach zu viel Top Gun geschaut, weil all seine Reden, das ist so gekünstelt, das ist so übertrieben. Ich habe wirklich das Gefühl, er möchte wie Tom Cruise in Top Gun sein, er möchte diese großen Reden halten und weil er es so sehr erzwingt, kommt es halt auch einfach nicht so rüber. Genauso wie auch bei Trump. Sie haben das ja vielleicht mitbekommen, dieses Erzwingen, ein ikonenhaftes Foto zu kreieren. Weil da gibt's ja dieses berühmte Foto aus dem Situation Room, wo Obama und sein Team sitzen und live verfolgen, wie Osama Bin Laden, der lange Staatsfeind Nummer 1 der USA war, getötet wird. Und Trump hat verzweifelt versucht, auch so ein ikonenhaftes Bild oder so einen ikonenhaften Moment zu kreieren mit al-Baghdadi und dann eben jetzt auch beim Iran. Nur ich glaube, das geht nicht mehr, weil unsere Aufmerksamkeit nicht mehr so sehr auf eine Situation oder eine Person fokussiert ist. Das heißt, das Bild kann noch so toll sein. Kein Mensch wird so eine Rolle haben in den USA, wie Bin Laden das hatte, einfach weil unsere Aufmerksamkeit von so vielen Dingen konsumiert wird und von so vielen Bösewichten unter Anführungsstrichen konsumiert wird, dass es diesen einen Bösewicht nicht mehr gibt und auch nicht mehr diesen einen großen Moment gibt. Wenn 9/11 heute stattfinden würde, würden wir sicher nicht Wochen bis Monate lang darüber sprechen. Wir würden intensiv darüber sprechen, aber sicher nicht in derselben Intensität, wie das 2001 der Fall war. In einer Welt, in der Imperien ihre Einflusssphären haben und internationale Organisationen ihren Platz verloren haben, weil sie auch einfach nicht mehr respektiert werden. Ist es da noch sinnvoll, das Völkerrecht zu versuchen ich will nicht sagen erzwingen, aber doch zu verfolgen und durchzusetzen?
Naja, die Frage ist, was sonst? Ja, also man kann natürlich auch sagen, lassen wir die Regeln ganz weg. Dann haben wir etwas, und ich mache ganz gerne popkulturelle Referenzen auf globaler Ebene, was man aus Filmen wie The Purge kennt. Also das ist ein Film, wo einmal im Jahr, damit die Leute, und da sind wir wieder bei der Frage unseres Verhältnisses zur Gewalt, die Sau rauslassen können. Aber wirklich ungehemmt, nämlich sich auch gegenseitig töten dürfen. Eine Nacht lang. Und das ist dann nur eine Nacht und das ist nur ein Film. Aber wenn wir sagen, gut, dann lassen wir das mit den Regeln ganz sein, dann sind wir wieder da und das begleitet die Völkerrechtsdiskussion übrigens schon sehr lange, was Thomas Hobbes ja beschrieben hat als diesen Naturzustand. Nicht, weil der Mensch als solcher böse ist, sondern weil der Mensch Angst hat voreinander. Und weil er Angst hat, sagt er, ich bringe lieber meine Nachbarn jetzt um, bevor ich das Risiko eingehe, dass mein Nachbar mich morgen umbringt. Aber der Nachbar denkt genau dasselbe. Das ist gerade genauso passiert im Prinzip zwischen den USA und dem Iran. Ja. Also zumindest war das eine von Trumps offiziellen Rechtfertigungen, dass der Iran bestimmt bald zuschlagen würde und deswegen mussten sie die Ersten sein. Ja, beziehungsweise wenn man zu lange wartet, der Iran zu stark wird. Also die Logik dahinter ist auch ein bisschen, man verprügelt jetzt lieber einen 10-Jährigen oder 12-Jährigen. Denn wenn er 20 ist, dann wird es schwierig. Genau. Weil wenn der mal die Nuklearwaffe hat, wird das Besiegen sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Und deswegen lieber noch als Teenager, als junger Teenager den verprügeln, bevor er dann 20 ist, im Gym war, UFC-Fighter geworden ist oder was auch immer. Bevor der Krieg dann viel schwieriger wird und der Sieg viel schwieriger wird. Und das Völkerrecht ist ja auch genauso wie das innerstaatliche Recht von der Vertragstheorie geprägt. Also eben vom Denken von Thomas Hobbes und vielen, die auf seinen Fußstapfen dann weitergewandert sind, die gesagt haben, das Völkerrecht hat das, und Sie haben es ja auch schon angesprochen, das Grunddilemma, dass es keinen Staat über den Staaten gibt, der für Recht und Ordnung sucht. Keinen Prätor, wenn man es so will, der für Recht und Ordnung sorgt. Kurze Erinnerung für unsere Hörerinnen und Hörer. Thomas Hobbes, 17. Jahrhundert, politischer Philosoph, hat ein berühmtes Buch geschrieben, der Leviathan, The Leviathan. Und er hat eine sehr realistische, aber auch sehr pessimistische Gesellschaftssicht, die auch damit zu tun hat, dass er selbst in einer Zeit des Bürgerkriegs aufwuchs, lebte und auch selbst fliehen musste. Aber können Sie in 3 Sätzen als der gute Hochschullehrer, die Sie sind, ein bisschen umreißen, worum es Hobbes ging und wofür Hobbes heute noch steht in der Diskussion? Wofür Hobbes für die Völkerrechtler steht, ist eben dieses Grunddilemma, dass man nicht rauskommt aus der Staat ist dem Staat ein Wolf-Welt. Weil wir haben dieses Grunddilemma, das Hobbes umschreibt, Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Der Mensch wird ohne einen Staat sich immer gegenseitig an die Gurgel springen, weil er eben Angst hat, dass das sonst der andere zuerst macht. Dieses Grunddilemma haben wir in Staaten aufgelöst, indem der Staat ein Gewaltmonopol hat und das Gewaltmonopol hat. Also falls sich jemand schon mal, so wie ich das, bevor ich Jus studiert habe, gefragt hat, warum gibt es eigentlich einen Staatsanwalt, wenn ich jemand anderen verprügle oder jemand anders mich verprügelt, weil das ist ja zwischen uns beiden, warum springt da der Staat überhaupt rein als Dritter? Der Gedanke ist, diesen endlosen Zirkel der Gewalt zu durchbrechen, indem eine neutrale Instanz hineingeht und sagt, ich als Staat oder eben Staatsanwalt, in dessen Name, der Staat ist der Einzige, der legitim Gewalt ausüben darf. Das heißt, wenn ein Mensch einen anderen verprügelt, dann hat er das Recht des Staates verletzt, als einziger legitim und eben rechtlich geregelt Gewalt anzuwenden. Wir haben also aus dieser Hobbes'schen Dystopie, aus diesem Hobbes'schen Naturzustand eine Lösung gefunden, eben der Leviathan, der Leviathan. Der Staat, und da gibt es ja auch dieses berühmte Bild von einer Person, von einem Herrscher, der aus ganz vielen kleinen Menschen besteht. Das heißt, der Staat sind wir alle, verbildlicht. Und der Staat und wir alle haben dem Staat das Gewaltmonopol gegeben, weil sonst, wenn jeder das Recht hat, Gewalt anzuwenden, sind wir eben in dieser grauenvollen The Purge-Welt, wo sich jeder jederzeit vor jedem fürchten muss. Und auf staatlicher Ebene sind wir noch immer in dieser The Purge-Welt, eigentlich. Oder jetzt noch mal mehr wieder. Oder wir kommen jetzt wieder dorthin. Wir haben versucht, ein bisschen ein Zwischending zu finden mit der UNO und davor mit dem Völkerbund. Der Völkerbund ist ja welthistorisch die eigentliche Revolution, nicht die UNO. Wir hatten davor noch nie eine ihrem Anspruch nach globale, internationale Organisation als Zusammenschluss souveräner Staaten, die das politische Ziel hat, den Frieden auf der ganzen Welt zu bewahren. Das hat es davor in dieser Form und auch in anderer Form noch nie gegeben. Das war die eigentliche große historische Revolution nach dem Ersten Weltkrieg. Diese Revolution ist aber gescheitert, sonst hätten wir keinen Ersten Weltkrieg, sondern einfach nur einen Weltkrieg. Wir hatten ja einen Zweiten Weltkrieg. Da hat man gesagt, gut, wir probieren es noch einmal.
mit einem besseren System, mit einem Sicherheitsrat, mit wenigen Mitgliedern, mit Vetomächten. Aber ganz grundsätzlich, wir haben zwar kein überstaatliches Gewaltmonopol für die UNO, aber wir haben etwas, was einer Weltregierung und einem Weltstaat zumindest nahe kommt. Und das ist eben die UNO. Sie will gar kein Weltstaat sein. Gleichzeitig hat man auch eine Konzession an die Realpolitik gemacht, indem man eben den USA, China, dem damaligen noch nicht kommunistischen China, sondern dem Nationalisten China, der Kuomintang, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und habe ich jetzt alle 5 aufgezählt, und der Sowjetunion natürlich das Vetorecht gegeben hat, weil die auf ihre Souveränität erpicht waren. Das heißt, dieser Geburtsfehler war von Anfang an da, aber das war ein Zugeständnis an die Weltpolitik, an die Geopolitik, an die Realität, dass die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs gesagt haben, wir wollen auf keinen Fall, dass diese Weltregierung irgendwas tut, was uns nicht gefällt. Und sie hat dann auch während des Kalten Krieges so gut wie nichts getan, allgemein so gut wie nichts getan, weil die Vetomächte einander ständig blockiert haben. Nach dem Kalten Krieg war diese kurze Phase, die ich vorhin kurz angesprochen habe, der Kooperation, dadurch der Sicherheitsrat ein paar Mal was getan, und da war dieser zweite große revolutionäre Moment, wenn man es so will, der 15. Jänner 1991, wo der Sicherheitsrat, also er hat schon davor eine Resolution erlassen, aber wo auf Grundlage einer Sicherheitsratsresolution die USA mit dieser berühmten Koalition der Willigen gegen den Irak vorgegangen sind. Und das völkerrechtlich einwandfrei. Alles getan, wie man es eigentlich tun sollte, wie es ursprünglich ganz ursprünglich war sogar vorgesehen, dass der UNO eigene Truppen hat, dauerhaft zur Verfügung. Das ist nie passiert. Aber dass der Sicherheitsrat zumindest die Gewalt autorisiert hat, mit dieser berühmten Formel all necessary means. Also er sagt nicht Gewalt oder Krieg, er sagt alle notwendigen oder erforderlichen Mittel. Und auf dieser Grundlage haben die USA dann den Irak aus Kuwait vertrieben. Und so gesehen, dieses neue Zeitalter, also der ältere Bush hat es genannt, diese New Global Order. Es hat dann vielen auch Anlass gegeben für Verschwörungstheorien oder bis heute. Aber ganz allgemein hat er einfach nur gesagt, jetzt funktioniert das System so, wie es eigentlich nach 1945 schon hätte funktionieren sollen. Und jetzt, über 35 Jahre später mittlerweile, sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, das war nur ein kurzer Moment. Wir sind jetzt wieder zurück in der Normalität, und die Normalität ist, dass das System zwar existiert, aber über weite Strecken, wenn es zumindest um Krieg geht, nicht funktioniert. Das ist eine schöne Unterscheidung. Das System existiert, aber es funktioniert nicht. Ich möchte trotzdem dazu zurückkommen. Was machen wir mit dieser Unterscheidung? Was machen wir in dieser politischen Situation, wenn Herr Trump das US-Militär gebraucht, um den Iran zu überfallen, und das, abgesehen davon, dass es auch nach US-Recht, glaube ich, illegal ist, weil er den Kongress nicht gefragt hat, sicherlich nach internationalem Recht illegal ist, und er dann auch noch seine Alliierten auffordert, jetzt doch in diesen Krieg mit reinzukommen oder die ganze Allianz aufs Spiel zu setzen. Was ist das Völkerrecht dann wert, und was kann das Völkerrecht für Handhabe geben, hier tatsächlich politischen Nihilismus in irgendeine geordnete Richtung zu bringen? Sehr gerne. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber ganz kurz, weil Sie es ansprechen, trotzdem auf das US-Recht eingehen, weil das bringt uns trotzdem zu einem Gedanken, der historisch sehr wichtig war. Immanuel Kant bei Zum ewigen Frieden hat ja gesagt, der Mensch ist grundsätzlich, und da ist ein bisschen so der Gegenspieler zu Hobbes, schon an Frieden interessiert. Das heißt, wenn die Menschen darüber entscheiden, ob sie Krieg führen wollen, dann werden sie sich in den meisten Fällen dagegen entscheiden, vor allem weil sie selbst ja betroffen sind. Sie sind diejenigen, die in den Krieg ziehen müssen oder deren Kinder in den Krieg ziehen müssen. Und das ist so interessant jetzt bei der US-verfassungsrechtlichen Diskussion, weil eigentlich auch vorgesehen ist, dass man ja den Kongress braucht. Also dass jetzt vielleicht nicht eine Abstimmung unter allen US-Amerikanern stattfindet, aber die gewählten Vertreter darüber entscheiden, ob man einen Krieg führt oder nicht. Und wenn Sie sich die Rhetorik ansehen von Trump und aus dem ganzen MAGA-Lager, also nicht dem ganzen MAGA-Lager, aber der Trump-Administration, da wird immer wieder davon gesprochen, Präsident Trump hat entschieden. Das heißt, da wird verlagert die Entscheidung von der Vertretung des Volkes zu dem Vertreter des Volkes. Und er wird auf einmal derjenige, der über Krieg und Frieden entscheidet. Also genau das, was Kant und ganz viele andere eben nicht wollten. Eben nicht die Emotion oder die Sicherheitseinschätzung einer Person soll darüber entscheiden. Nee, es ist auch die Monarchisierung der Politik. Ja,
Das ist schön gesagt. Ja, und die haben auch ihre US-Verfassungsjuristen gefunden. Auf einmal hat man ausgegraben den John Yoo. Den kennt man noch von den Torture Memos. Das sind die Leute, die damals noch versucht haben zu argumentieren und auf die sich die Bush-Administration noch bezogen hat, als es um Folter ging. Beziehungsweise hat man gesagt, das ist ja keine Folter, das sind überzeugende Verhörmethoden, ja, oder erweiterte Verhörmethoden, Enhanced Methods of Interrogation. Und das sind die Juristen, die das abgesegnet haben. Und die sind jetzt auf einmal wieder da, um abzusegnen und zu sagen, na, es ist schon die Entscheidung des Präsidenten, ob Krieg geführt wird oder nicht. Und der Kongress hat nur the power of the purse, also der kann den Geldhahn zudrehen, aber über Krieg und Frieden entscheidet eine einzige Person. Und jetzt mal ganz abgesehen von der US-verfassungsrechtlichen Diskussion, was mich so wundert in all diesen Stellungnahmen, die ich eben gehört habe, von Hegseth, von Vance, von Rubio, von Tulsi Gabbard, ist immer dieses, die sagen ja explizit, dass ein einziger Mensch darüber entscheidet, ob man Krieg führt oder Frieden beibehält. Und das ist doch eine Entscheidung, die so viele Menschen und Experten und auch Volksvertreter wie möglich treffen sollten. In einer Ausnahmesituation, wenn man wirklich mit Nuklearwaffen bedroht ist, ja, noch eine popkulturelle Referenz, also House of Dynamite, ja, wenn es wirklich um Sekunden geht, da braucht man diese schnell handelnde Exekutive, wie Carl Schmitt sie sich vorgestellt hat. Aber wenn es um sowas geht wie im Iran, wo eben nicht eine unmittelbar bevorstehende Bedrohung oder eine unmittelbare Bedrohung oder ein unmittelbar bevorstehender Angriff, wie wir es im Völkerrecht sagen, vorlag, dass da eine Person darüber entscheidet, ob man jetzt angreift oder nicht, also jetzt abgesehen vom Recht, da muss doch eigentlich, und da merke ich, wie weit weg ich von den Menschen aus der Trump-Administration mental und emotional bin, da muss ich doch Bauchweh bekommen, dass das ein einziger Mensch, der noch dazu ein Mensch ist wie Donald Trump, aber selbst wenn das der rationalste Mensch überhaupt wäre, ich will doch nicht, dass, obwohl noch Zeit wäre, ein einziger darüber entscheidet. Aber ich weiß, da gibt's viele, die das anders sehen. Ich glaube schon, dass mir viele Menschen das wollen. Wenn Sie das sagen, erinnert mich das, ich habe mal einen Vortrag gehört von Herfried Münkler, dem Historiker und Politikwissenschaftler, und der sagte, Demokratie ist ja im Prinzip erfunden worden, um Entscheidungen zu verlangsamen. Und das fand ich einen bestechenden Gedanken. Und natürlich, man will nicht, dass irgendein syphilitischer Prinz morgens aus dem Bett rollt und sauer ist, dass er letzten Abend beim Tarok verloren hat und jetzt dem Sieger gegen den Sieger des Glücksspiels Krieg erklärt. Das ist nicht ideal, sondern wenn man dann dazwischen schaltet, ein Parlament und einen Rat und Expertengremien, dann kommt man hoffentlich zu einer besseren Qualität von Entscheidung. Aber das dauert eben auch. Das genau wird jetzt zurückgebaut. All diese frustrierende, manchmal auch mediokre Komplexität einer Demokratie. Und jetzt ist es ja halt der eine Typ, der entscheidet. Es ist aber nicht nur der eine Typ, der entscheidet. Und das finde ich ganz wichtig. Denn was wir sehen in den Vereinigten Staaten, wir hatten diese ICE-Deportationen, die gehen ja übrigens weiter. Und es sind immer noch 70.000 Menschen in Gefangenenlagern da. Aber hinter jeder dieser Deportationen stand eine Kette von Unterschriften von Menschen, die Timetables koordiniert haben und die Schichten eingeteilt haben und Flugtickets gebucht haben etc. Und da sind ja nicht 2 Hände dabei, sondern 30, 40 Hände dabei, so etwas zu tun. Und auch jetzt bei der Invasion des Iran, ich meine, die Invasion hat ja stattgefunden. Es ist ja nicht nur irgendein wahnsinniger Diktator, der dann zu seiner einen Entscheidung kommt, sondern die Macht ist ja konstant. Die Macht kann ja ausgeübt werden. Das heißt, es ist faszinierend zu sehen, was für ein System da jeweils mobilisiert wird und wie leicht Menschen auch in dieses System hineinfallen und mitgehen. Ja, ich muss da auch reflexartig denken an Hannah Arendts Berichte zu Eichmann in Jerusalem, wo er ja auch dieses Bild kreiert hat von dem einen Rädchen und versucht hat, das Bild zu kreieren. Er wäre doch nur ein Rädchen gewesen, obwohl er eben ein sehr großes Rad war und ganz allgemein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch im Völkerrecht. Wir haben, und ich spreche nochmal jetzt, wenn ich schon bei dem Kontext bin, bei den Nürnberger Prozessen auch diese berühmte Aussage im Zuge dieser Prozesse, dass Staaten nicht nur abstrakte Entitäten sind, sondern Staaten bestehen aus Menschen, die für sie handeln,
die eben die Unterschriften setzen, die Flugtickets buchen, die zu den Waffen schreiten, die Befehle geben. Der Donald Trump kämpft ja selbst nicht und genauso hat auch ein Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg nicht gekämpft. Der hat vielleicht während des Zweiten Weltkriegs keine einzige Person unmittelbar selbst getötet und ist trotzdem verantwortlich für unfassbar viele Tote und sonstige Gräuel. Und genauso wie ein Staat Menschen braucht, die für ihn handeln, müssen wir uns aber gleichzeitig auch vergegenwärtigen, dass es einzelne Menschen gibt, die einen Unterschied machen können und das vielleicht auch machen, weil sie zum Beispiel ans Völkerrecht denken. Das heißt, der einzelne Kommandant, der den Befehl von oben verweigert, weil er sagt, das verstößt gegen die Genfer Konventionen beispielsweise. Oder ein hochrangiger Kommandant, der sagt, ich trete zurück, ich kann diesen Krieg mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und vielleicht ist ein Kontext, wir haben es jetzt auch gesehen, bei einem hochrangigen Offiziellen vom Counterterrorism Committee, wenn ich mich richtig erinnere, der ihm gesagt hat, meine Beurteilung war, dass der Iran keine unmittelbare Bedrohung für die USA darstellt und deswegen trete ich zurück. Ich kann diesen Krieg nicht unterstützen. Es kann aber genauso auch sein, dass jemand ihn nicht unterstützt, weil er sagt, das geht sich mit der UNO-Charta nicht aus oder auch mit der US-Verfassung. Gesehen im Fall von Mark Kelly, der darauf auf dem Rücken von dieser Geschichte vielleicht eine Präsidentschaftskandidatur zünden wird. Aber Mark Kelly, ein ehemaliger Astronaut und Mitglied der Luftwaffe, der jetzt in der Zeit von Trump Senator ist und in einem Video die Mitglieder des US-Militärs daran erinnert hat, dass sie illegale Befehle nicht befolgen müssen. Und daraufhin wurde ihm vom Verteidigungsministerium die Pension weggenommen und er wurde Trump hat, glaube ich, gesagt, dass solche Leute hingerichtet werden sollten, etc., etc. Das heißt also, wer sich diesem System widersetzt, der hat auch Konsequenzen zu befürchten und dieses System scheint sehr mächtig zu arbeiten. Wir kommen zurück zur Frage unseres Gesprächs. Sie sagen, Sie stehen dafür ein, es gibt ein Völkerrecht, es gibt sozusagen ein ideelles Recht, eine ideelle moralische Ordnung, die es wert ist, aufrechterhalten zu werden. Und die ist nicht Gott gegeben, die ist nicht am Sinai als 10 Gebote gegeben worden. Die kann sich verändern, die hat ihre eigene Evolution, die hat ihre eigene Entwicklung. Aber die Idee ist wertvoll genug, um verteidigt zu werden. Aber wo kommt man mit dieser Einstellung hin in einer Welt, in der genau diese Prinzipien eigentlich nicht mehr politische Handlungsmaximen sind? Naja, wir haben natürlich auch einen verzerrten Blick. Wir haben einen sehr stark von den USA beeinflussten Blick immer schon gehabt. Und wir sind gewohnt, dass die USA, zumindest dann, wenn sie das Völkerrecht verletzen, es immer gut begründet haben oder versucht haben, zumindest gut zu begründen. Die Begründung für den Irakkrieg hat nicht funktioniert und wurde auch einhellig zurückgewiesen, aber sie haben zumindest sich sehr viel Mühe gegeben. Das ist ja der große Kontrast. Und weil Sie es vorhin auch angesprochen haben, im Zusammenhang mit Demonstrationen, vielleicht gab es die auch deswegen nicht, weil einerseits natürlich Ohnmachtgefühl, andererseits unsere Aufmerksamkeit nicht mehr so fokussiert ist auf ein Thema und dann aber auch, weil die USA das so schnell gemacht haben. Beim Irakkrieg gab es ja monatelang intensive Diskussionen und eben auch die Weihen des US Congress, die sich Bush geholt hat. Er hat das eben nicht unilateral gemacht. Und da gehört auch dazu, und das möchte ich noch in dem Zusammenhang anmerken, und dann komme ich zu Ihrer Frage, endlich, aber doch, da kommt ja auch dazu, dass Obama Trump ein bisschen den Weg geebnet hat, weil er die Macht des Präsidenten, etwas zu führen, das noch kein Krieg ist, bei Libyen relativ weit ausgelegt hat. Bei Libyen war das eine andere Konstellation, das war völkerrechtskonform, weil es eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats gegeben hat, 1973, die das Vorgehen gegen Gaddafi zum Schutz der Menschenrechte der Zivilbevölkerung abgesegnet hat. Dann kann man darüber streiten, ob die Intervention, weil sie so lange gedauert hat, das Mandat überdehnt hat, ist eine andere Diskussion. Aber ganz grundsätzlich, die Intervention gegen Gaddafi als solche war völkerrechtskonform. Das Problem war nur, dass Obama sich dann nicht die innerstaatliche Wein vom Kongress geholt hat und die Möglichkeit des Präsidenten unterhalb der Schwelle des Krieges relativ weit ausgedehnt hat. Und jetzt sind wir beim Problem, dass Trump
da also nicht aus dem Nichts heraus operiert, sondern sagen kann, naja, Obama hat das ja auch gemacht. Und das muss jetzt jeder Präsident im Hinterkopf behalten. Das, was ich tue und die Macht, die ich mir anmaße, kann ein anderer sich dann ja auch anmaßen. Das heißt, die einzige Erklärung, die ich habe für das, was die Trump-Clique gerade tut, ist die zu sagen, sie werden nie wieder die Macht abgeben. Weil wenn man die Macht abgibt, muss man ja damit rechnen, dass genau das Schwert, das sie gerade gegen andere verwenden, gegen andere Staaten und auch gegen ihre politischen Feinde, irgendwann auch gegen sie gerichtet wird. Also ich kann es mir nur so erklären, dass man nicht damit rechnet, jemals wieder Macht zu verlieren. Weil, wie gesagt, dieses Schwert schneidet in beide Richtungen. Das ist ja auch eine amerikanische Tradition, nämlich der Libertarismus. Eigentlich eine Ideologie für die Starken und Mächtigen. Für die Starken und Mächtigen ist es wunderbar, ohne Behinderung alles tun zu können, was man glaubt tun zu müssen. Für die Schwachen ist es schwieriger, nämlich unmöglich. Aber entschuldigen Sie, ich habe Sie unterbrochen und Sie sind immer noch nicht bei der Antwort angekommen. Ich komme gern zu dieser Antwort jetzt, weil ich sie Ihnen schon so lange schulde. Warum ich überhaupt zu dem Bias gekommen bin, ist ja, dass es genug Staaten gibt, die ein Interesse an einer halbwegs regelbasierten Welt immer noch haben. Das ist mal jedes kleine Land und jedes mittelgroße Land. Österreich ist ja eigentlich ein mittelgroßes Land. Wir fühlen uns manchmal klein, aber wir können durchaus sagen, wir sind ein mittelgroßes Land. Es gibt den berühmten Saga, ich weiß leider nicht mehr, von wem er ist, auch in Europa gibt es eigentlich keine großen Länder. Es weiß nur nicht jedes Land, dass es eigentlich nicht groß ist auf globaler Ebene. Deutschland ist natürlich in Europa groß, aber auf der Welt, wenn man es vergleicht mit Indien, China oder auch von mir aus Nigeria, eigentlich nicht groß. Oder Russland und so weiter und so fort. So. Und diese vielen mittelgroßen und kleinen Länder und auch die Zwergstaaten haben natürlich alle ein Interesse daran. Und das bringt uns jetzt an den Punkt, an den hoffentlich Europa kommt, wenn es nicht schon dort ist. Man muss neue Allianzen finden. Man muss raus aus dieser transatlantischen Abhängigkeit. Das, was Mark Carney gesagt hat in seiner Rede, dass diese neue Welt, die Mittelmächte sich neu orientieren müssen und pragmatische Allianzen finden. Ja, und pragmatische Allianzen ist natürlich Sugarcoating, also eben ein bisschen Schönreden von Allianzen mit Ländern, die es mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen oder die Menschenrechte ganz, ganz anders handhaben. Das bedeutet, dass man auch mit Ländern, die militärisch eine gewisse Bedeutung haben, die aufgrund ihrer geografischen Lage eine gewisse Bedeutung haben, aufgrund ihrer Ressourcen eine gewisse Bedeutung haben, zumindest strategische Partnerschaften, wie man so gerne sagt, eingehen muss. Man kann nicht immer auf die Einhaltung der Menschenrechte pochen und man muss auch sagen, Europa hat bei dem Thema so einiges an Glaubwürdigkeit verloren im sogenannten globalen Süden in vielen Ländern, weil die sagen, ihr habt von uns immer die Einhaltung der Menschenrechte gefordert und beim Gaza-Krieg wart ihr dann doch sehr zurückhaltend. Nicht nur da, auch im Irakkrieg. Im Irakkrieg ist diese Glaubwürdigkeit, glaube ich, schon zerstört worden. Da ist der Gaza-Krieg nur noch eine Verstärkung der Tatsache, dass der Westen lügt und seine eigenen Interessen durchsetzt. Meinen Sie nicht? Ich glaube, dass der Gaza-Krieg insofern ein weiterer Dammbruch war, weil beim Irakkrieg der Westen noch nicht so ganz geeint war. Also es ist ja nicht so, dass die USA mit allen europäischen Ländern an einem Strang gezogen hätten, sondern da gab es ja auch die Kritik aus Frankreich und aus Deutschland. Und es war zwar eine relativ breite Allianz, aber nicht alle haben sich auch ganz in die erste Reihe gerückt, um zu zeigen, nein, wir stehen Seite an Seite mit den USA. Also da haben die USA viel an Glaubwürdigkeit verloren, das Vereinigte Königreich. Die Spanier sind relativ gut davon gekommen, obwohl die eigentlich damals unter konservativer Regierung auch an vorderster Front dabei waren. Die Spanier haben ja auch damals diese Resolution, die gescheitert ist beim Sicherheitsrat, eingebracht, um den USA zu zeigen, wir stehen auch an eurer Seite und es sind nicht nur die USA und das Vereinigte Königreich als, wie es manchmal despektierlich bezeichnet wird, kleines Anhängsel oder 51. Bundesstaat. Die konservative Regierung hat das ja auch damals dann damit bezahlt, dass sie abgewählt wurde. Und die Linke hat damals triumphiert mit dem Slogan No a la guerra, also Nein zum Krieg. Und Pedro Sánchez hat das ja interessanterweise jetzt beim Irankrieg wiederbelebt. Also der hat auch gewusst, wie er das innenpolitisch nutzt, weil er gewusst hat, so lange ist das nicht her. Viele können sich daran erinnern, dass die Linke gegen den Irakkrieg war und so ist sie jetzt auch gegen den Irankrieg. Was ich aber meine ist, dass damals noch ein bisschen vielleicht das Bild war, der Westen ist da auch nicht ganz geeint. Wobei natürlich kein Staat so weit gegangen wäre, aber das war auch außerhalb des Westens nicht so, den USA mit Sanktionen zu begegnen. Es hat auch kein Staat versucht, eine Resolution bei der UNO-Generalversammlung einzubringen, um den Irakkrieg zu verurteilen. Interessanterweise, weil machen hätte man das ja können. Das hat man bei Russlands Angriff auf die Ukraine auch gemacht. Eine sehr breit unterstützte Resolution eingebracht bei der UNO-Generalversammlung, für die die meisten Staaten gestimmt haben. Einige haben sich enthalten und nur ganz, ganz wenige
und darunter Russland selbst, haben dagegen gestimmt. Hat man beim Irakkrieg nicht versucht, interessanterweise auch jetzt nicht beim Irankrieg. Und das ist etwas, wo ich als Völkerrechtler mich manchmal frage, schon interessant, wann man die Generalversammlung mobilisiert und wann nicht. Und wo auch viele Staaten zwar vielleicht ihre Kritik äußern, aber sie nicht so weit gehen, zu sagen, machen wir mal eine globale Abstimmung zu diesem Krieg. Das ist dann schon interessant, da merkt man, dass es zwar das Recht gibt als das eine, aber den Willen politisch zu mobilisieren, und so eine Generalversammlung ist zwar nicht verbindlich, aber es ist ein Dokument, das gesammelt die Meinung der Weltgemeinschaft widerspiegeln kann, je nachdem, ob man dafür stimmt, dagegen stimmt oder sich enthält. Oder einfach nicht kommt. Das passiert auch manchmal, dass manche Staaten einfach nicht da sind. Und ein paar dürfen nicht abstimmen, weil sie ihre Beträge zur UNO nicht gezahlt haben. Und dieses globale Barometer gibt es beim Iran nicht. Es gibt noch keinen Staat, der sagt, so, ich bringe jetzt eine Resolution ein, die den Krieg, den Angriff auf den Iran verurteilt. Macht interessanterweise auch keiner. Es gibt unilaterale, also einseitige Stellungnahmen, aber keine Abstimmung bei der UNO-Generalversammlung. Ganz interessant. Aber zurück zum Thema. Wir müssen dieses Minimalinteresse und diesen Minimalkonsens, den es immer noch gibt, jetzt mit anderen suchen, beziehungsweise wenn er schon da ist, dann auch stärken. Weil, und das wenn jetzt manche sagen, es ist naiv oder vielleicht Schönfärberei, aber China hat zum Beispiel grundsätzlich schon ein Interesse an Stabilität. China selbst hält es mit den Menschenrechten nicht so genau, um es hyper-euphemistisch auszudrücken, aber das ist ein Staat, der grundsätzlich ein Interesse an einer stabilen Weltordnung hat. Indien hat auch grundsätzlich ein Interesse an Stabilität. Die meisten Länder haben grundsätzlich ein Interesse an Stabilität und haben das Gefühl, und das sieht man auch in den Reaktionen in vielen Ländern, dass wenn die USA jetzt so umrühren und einen so offensichtlich unberechenbaren Präsidenten haben, der gerade Gefallen daran findet, sich von diesen ersten Ankündigungen eigentlich die USA rauszunehmen, eine 180-Grad-Kehrtwendung zu machen und sagen, ich nehme die USA jetzt gerade richtig rein. Ja? Also die Leute haben ihn ja eigentlich gewählt, weil viele haben ihn gewählt, weil sie dachten, no to wars und keine forever wars. Und jetzt auf einmal fängt ein Krieg nach dem anderen an und wirkt regelrecht siegestrunken. Aber viele andere Länder sagen, das ist jetzt eigentlich ein globaler Unsicherheitsfaktor. Und das ist der Punkt, wo man auch mit Ländern, mit denen man sonst keine gemeinsamen Interessen hat, eine Allianz eingehen kann, eine Partnerschaft eingehen kann und sagen kann, tun wir uns doch diejenigen zusammen, die ein Interesse an Ordnung haben und die auch ein Interesse haben an Regeln. Und das übrigens, ich hole jetzt schon sehr lange aus, aber das möchte ich noch ganz kurz anmerken, nicht nur in Bezug auf Krieg und Frieden, sondern auch in Bezug auf Welthandel. Trump hat ja jetzt nicht nur so einige Kriege begonnen, er arbeitet ja auch aktiv daran, die Welthandelsorganisation, will ich sagen, zu zerstören, das weiß ich nicht, aber zumindest zu unterlaufen, schon in seiner ersten Präsidentschaft. Und auch da, das, worauf Mark Carney hingewiesen hat, das war vielleicht der wichtigste Teil seiner Rede, nämlich, dass die Interdependenz, die gegenseitige Unabhängigkeit durch Globalisierung, durch Wissenschaft, durch wirtschaftliche Vernetzung auch zu einem Machtmittel wird und auch Abhängigkeiten schafft, die ja fast als hybrider Kriegführung gebraucht werden können, um Länder zu schaden. Das heißt, auch das ist ein sehr wichtiger Teil dabei. Ja, die Weaponization of the Economy. Und ganz lange haben wir eigentlich gedacht, dass die wechselseitige Abhängigkeit den Frieden begünstigt oder sogar zu einer Notwendigkeit macht. Nochmal Angel, der ist für mich als Völkerrechtler eine ganz zentrale Figur dabei. Der hat 1909 dieses wichtige Buch geschrieben, Europe's Optical Illusion. Später dann mehrere Editionen gehabt, die waren dann alle The Great Illusion. Der hat nicht gesagt, dass der Krieg abgeschafft ist, wenn Staaten voneinander abhängen und abhängig sind, sondern hat gesagt, der Krieg ist höchst unvernünftig, wenn ich ihn gegen jemanden führe, den ich ja eigentlich brauche. Der Krieg von Russland gegen die Ukraine ist eigentlich höchst unvernünftig, weil Russland ja die Ukraine braucht, zum Beispiel für den Transport von Gas nach Europa. Ist da nicht ein Denkfehler drin? Wo? Naja, in der Annahme, dass Staaten oder Menschen handeln, wie sie handeln, weil es vernünftig ist. Ja, definitiv. Und das tun sie nun einmal nicht. Wir sind auch Teil von einer geschichtlichen kollektiven Erfahrung, von einer historischen Mentalität, die es wahrscheinlicher macht, dass wir gewisse Dinge tun in einer Gesellschaft, als dass wir gewisse andere Dinge tun. Wir haben einen Begriff von zum Beispiel Ehre. Ein sehr altmodisches Wort, ist eigentlich komisch darüber zu sprechen, aber ich glaube, dieser Begriff von Ehre zum Beispiel hat bei Putin einen ganz
gewichtigen Einfluss darin, dass er sich gedemütigt fühlte durch die Handlungen des Westens und die Integrität der russischen Einflusszone wiederherstellen wollte. Also insofern, ja, das ist ja die berühmte These gewesen von Wandel durch Handel. Dass Menschen einbezogen werden und dass auch im neoklassischen Wirtschaftsmodell alle Menschen vernünftig handeln. In ihrem vernünftigen Eigeninteresse. Wenn das so wäre, gäbe es keine Werbeindustrie. Also eine der größten Industrien der Welt würde nicht bestehen. Natürlich handeln wir nicht vernünftig. Ist das nicht genau ein Problem mit solchen juristischen oder wirtschaftlichen Theorien, dass sie von einem Menschenbild ausgehen, das vollkommen unrealistisch ist? Ja, definitiv. Also die ganzen Theorien auch der internationalen Beziehungen haben im Moment ein Problem, weil sie annehmen, dass Staaten rational sind. Und bis jetzt gibt es einige Publikationen, die die Rationalität von Staaten zu verteidigen versuchen. Also Mersheimer beispielsweise, Walt, bis heute. Warum? Weil ihre ganze Theorie darauf fußt, dass Staaten eine eigene Rationalität haben, aber eine Rationalität haben. Ich persönlich glaube, dass es keine Rationalität ist. Wie Sie sagen, da kommt dann auf einmal Ehre rein, Staatsehre. Erinnern Sie sich an Erdogan und damals das Schmähgedicht von Böhmermann, wo das auf einmal zu einer Riesenaffäre wird, ja, wo man sagen kann, ja, steh doch drüber, du bist Präsident, das ist irgendein Comedian. Ja. Da gibt's im deutschen Strafrecht, oder damals gab's noch diesen Straftatbestand der Beleidigung fremder Staatsoberhäupter, weil die sich manchmal auch mit dem Staat assoziieren und sagen, ich bin der Staat. Ja. Das Denken ist ja nie ganz weggekommen. Ein Putin, der mit Russland gleichgesetzt wird. Dass wir auch von Staaten sprechen wie von Menschen. Wir sagen, der Iran wird angegriffen. Israel und die USA greifen den Iran an, obwohl das ja eigentlich Individuen sind, die für diese Staaten handeln, wie wir vorhin auch besprochen haben, auf höchster Ebene bis hinunter zur niedrigsten Ebene, bis zu dem, der den Finger am Abzug hat. Und diese ganze Vorstellung von einem rationalen Staat, die auch das Völkerrecht prägt, wenn wir denken ans Völkergewohnheitsrecht, wo wir sagen, Staaten haben Opinio Juris, ja, also Staaten haben eine Rechtsüberzeugung, die sie wohl überlegt formulieren und dann eben auch nach außen kundtun, um damit Völkergewohnheitsrecht zu prägen. Das alles funktioniert nicht oder zumindest oft genug nicht. Und gerade Trump ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil er selbst kann Staatenpraxis setzen und auch Rechtsüberzeugung setzen. Also alles das, was er sagt, wenn es einen rechtlichen Gehalt hat, prägt die Rechtsansicht der USA. Das passiert eigentlich, wir denken uns immer, das sind wohlüberlegte Stellungnahmen, die aus Außenministerien kommen oder aus Präsidentschaftskanzleien, die wohl darüber nachgedacht wurde, die formuliert wurden in einer Weise, die funktioniert. Und dann kommt ein Donald Trump, macht einen Twitter-Account und ballert raus, was ihm gerade einfällt. Das heißt, diese Annahme vom rationalen Staat hat er spätestens über einen Haufen geworfen, aber wir wissen aus der Weltgeschichte, die hat nie funktioniert, die hat nie gehalten. Der Erste Weltkrieg war sicher eine hoch irrationale Entscheidung. Ich persönlich hänge der Schlafwandler-These an, ich halte die für sehr gut argumentiert, dass jeder das macht, was er glaubt, was notwendig ist und am Ende schlagen sich alle gegenseitig die Schädel ein. Ob das rational ist, vielleicht aus der eigenen Logik heraus ja, aber wenn man ein bisschen rausgeht und drüber nachdenkt, ist nichts in einem Weltkrieg rational. Ja, ich meine, Christopher Clarks These ist ja auch, ich meine, diese Schlafwandler-These, sein berühmtes Buch, Die Schlafwandler über den Anfang des Ersten Weltkriegs, das ist eine Mischung von Missinformation und Selbstüberschätzung war, die Akteure getrieben hat. Das ist heute vielleicht auch nicht ganz anders. Also ich glaube, man könnte in verschiedener Hinsicht argumentieren, dass wir heute wieder in einer Schlafwandlerzeit sind. Wir schlafwandeln in eine Klimakatastrophe, von der wir wissen, dass sie stattfindet. Wir schlafwandeln vielleicht gerade in einen dritten Weltkrieg, der im Moment 2 Kriegsschauplätze hat, nämlich den Iran und die Ukraine, die verbunden sind dadurch, dass der Iran und Russland nicht formell, aber doch funktional verbündet sind. Also da ist viel Schlafwandlerei dabei, aber ich möchte auch unser Gespräch, sagen wir, sanft einem Ende entgegenführen. Vielleicht ist es nicht unser einziges Gespräch, das wir haben können gemeinsam, aber ich habe immer wieder Sie ein bisschen versucht zu provozieren und gefragt, ja, das ist zwar schön mit all diesen Prinzipien, aber was machen wir heute? Wo geht es heute hin?
Und ich möchte es nochmal versuchen aufzufangen. Wir haben auch viel über Macht gesprochen. Bei Macht fällt mir immer La Boétie ein, Etienne de la Boétie, der großartige Renaissance-Philosoph, der ein Buch geschrieben hat über die freiwillige Knechtschaft, La Servitude Volontaire, wo er dieses Modell von Macht entwirft, das wir, glaube ich, heute nicht nur in Trumps Amerika, sondern überall sehen. Nämlich, dass Macht nicht etwas ist, was man hat, was man jemals besitzt, sondern etwas, was ständig verliehen wird. Was ständig verliehen wird, weil jemand ihre Autorität akzeptiert und dann etwas tut. Und dann anders handeln wird, als wenn sie nicht da wären. Aber diese Autorität, die hängt auch nicht damit zusammen, dass man das persönlich erzwingen kann, sondern ganz einfach davon, dass sie akzeptiert wird und dass diese Macht verliehen wird. Und dass die natürlich auch verschwinden kann. Wir sehen gerade die Macht des internationalen Rechts verschwinden. Wir sehen die Macht des Völkerrechts verschwinden. Und das bringt mich zu dem anderen Zitat, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ein konservativer Denker, ein kluger Denker, Ernst Wolfgang Böckenförde, ein ehemaliger deutscher Jurist, der sagte, der freiheitliche demokratische Staat beruht auf Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ein sehr wichtiger Satz, also dass eine Verfassung, ein Rechtssystem, ein Wahlsystem etc., das sind im Prinzip alles Spielregeln, aber wenn man nicht Spieler hat, die willens sind, sich an die Regeln zu halten, dann nützen die besten Regeln nichts. Die Frage ist natürlich innerhalb unserer Gesellschaften, aber auch im zwischenstaatlichen Raum, wie bringt man die Spieler dazu, sinnvolle Regeln zu akzeptieren? In einer demokratischen Gesellschaft ist das meistens dadurch, das kann man sehen und man kann sehen, wie das im Moment erodiert, dass die Mitglieder dieser Gesellschaft das Gefühl haben, ihre Stimme wird gehört, ihre Stimme wird wahrgenommen, sie werden wahrgenommen. Und sie können ihre persönlichen Interessen unmittelbar mit den Interessen des Staates oder den Handlungen des Staates in irgendeiner Weise identifizieren. Zum Beispiel das alte demokratische Versprechen, deinen Kindern wird's mal besser gehen als du. Und wenn du hart arbeitest, kannst du auch die Reihenhaushälfte erreichen. Also ein konkretes Ziel, was sich verband mit der großen demokratischen Politik da oben. Das ist heute nicht mehr wahr. Das nehmen heute in unseren Gesellschaften Menschen nicht mehr an. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum sie sich von der Demokratie als System abwenden. Denn wenn die Demokratie nur eine Maschine ist, die mehr und mehr Milliardäre produziert, während sie für andere Menschen eigentlich eine allgemeine No-Future-Haltung produziert, weil es einfach nicht weitergeht in ihrem Leben, dann kann man sich vorstellen, dass sehr viele Menschen sagen, wenn das die Demokratie ist, dann will ich sie nicht. Und dann kann man sich darüber unterhalten, und das könnten wir in einer anderen Diskussion tun, wie können wir das innerhalb einer Demokratie verändern. Aber nehmen wir mal an, wir können diese Prinzipien kollektivisieren und sagen, das ist nicht nur für Individuen in einer Demokratie so, dass sie sich identifizieren müssen mit den Zielen der Ordnung. Das ist zum Beispiel auch in einer internationalen Gemeinschaft so, mit den Akteuren dort, mit Staaten, dass die begreifen müssen, dass diese internationale Ordnung auch in ihrem Interesse ist und dass der Einsatz für diese Ordnung, für dieses Spiel auch in ihrem Interesse ist. Das ist für sehr viele Staaten in der Nachkriegsordnung nicht so gewesen, weil das für sie im Prinzip eine Zwangsordnung war. Das war auch eine Pax Americana, das wissen wir, in der die Vereinigten Staaten sehr viel ihre eigenen Ziele durchgesetzt hat. Das heißt, was müsste sich in dieser internationalen Ordnung ändern, dass ausreichend viele Staaten sehen würden, dass das Völkerrecht, das internationale Recht auch ein Instrument in ihrem eigenen Interesse ist wieder? Ich glaube, dass viele Staaten das schon sehen. Ich glaube, dass viele Menschen es nicht sehen, weil man das Völkerrecht nicht sieht. Man sieht sie im Alltag nicht, aber wenn Sie schauen bei Ihrem Kleidungsstück, werden Sie irgendwo sehen Made in, und es wird ziemlich sicher nicht Made in Austria sein. Wenn Sie Ihren Laptop oder Ihr MacBook umdrehen, wird das ziemlich sicher, wenn es ein MacBook ist, drinstehen oder drunter stehen, Designed in California, assembled in China. Wenn Sie jetzt nicht Angst haben müssen, dass Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, weil eine Rakete einschlägt, kann man jetzt fragen, ist das vielleicht wegen dem Gewaltverbot
oder aus ganz vielen anderen Gründen. Aber das Gewaltverbot sagt zumindest, und auch das humanitäre Völkerrecht, selbst wenn jetzt ein Krieg wäre, die Rakete darf nicht beim Herrn Blom zu Hause einschlagen. Also das Völkerrecht ist da, aber man sieht es nicht, weil es eben so weit im Hintergrund ist, weil die Regeln, die wir im Alltag haben, basieren auf dem Völkerrecht. Also das Welthandelsrecht, das Produkt irgendwie den Weg zu Ihnen gefunden hat oder in die Geschäfte gefunden hat, da stand ja das Welthandelsrecht dahinter oder eben das globale Transportrecht. Nur wir sehen das Produkt, wo es schon im Laden ist und nicht, was alles an Regeln gegolten haben, damit es in den Laden kommt. Das ist aber was Wichtiges, was Sie da sagen, denn das heißt, also wir sprechen über das Völkerrecht als was Abstraktes, was sich mit großen Kriegen beschäftigt, was sich mit grundlegenden Menschenrechten beschäftigt, die verletzt werden, weil jeden Tag Menschen sterben an Unterernährung oder durch Kriege etc. und eigentlich sie die Rechte hätten, das nicht zu tun. Aber was Sie sagen ist, Völkerrecht ist auch etwas viel Pragmatischeres, viel Kleinteiligeres und etwas, was in unserem Leben jeden Tag einen erkennbaren Unterschied macht. Ja, das ist auch ein Ziel, das ich immer in den Lehrveranstaltungen verfolge. Wir treffen uns ja auch gerade über Riverside. Ich nehme an, Riverside wird ein Anbieter aus einem anderen Land sein. Das heißt, wir konsumieren gerade eine Dienstleistung, die auch von der WTO geregelt ist, eine digitale Dienstleistung. Ich sage meinen Studenten und Studentinnen auch immer, schauen Sie mal im Supermarkt, woher die Produkte kommen. Fragen Sie sich, woher sie kommen. Sie haben meistens mehrere Herkunftsländer. Wahrscheinlich wurden Zölle gezahlt auf dem Weg nach Europa. Es wurden gewisse Standards eingehalten, mussten eingehalten werden, damit das Produkt überhaupt hier auf den Markt kommen kann. Das heißt, das Völkerrecht regelt unseren Alltag permanent, aber es ist so umfassend, dass wir es einfach nicht sehen, weil es eben weit im Hintergrund ist, weil es das über allem stehende Recht ist. Wir sehen das konkrete Recht. Wir sehen den Polizisten, der uns, wenn wir mit dem Fahrrad bei Rot über die Kreuzung fahren, anhält und eine Strafe aufbrummt. Das ist das, was wir sehen, das Recht, das wir sehen, wenn es eine Sperrstunde gibt in einem Lokal. Was wir nicht sehen, ist, dass zum Beispiel, wenn Sie einen Wodka bestellen oder einen Gin bestellen, dass der Grund, dass die nicht allzu unterschiedlich besteuert werden, auch am Recht des Welthandels liegt. Weil das Recht des Welthandels verbietet eine unterschiedliche Besteuerung von Produkten, die sehr ähnlich sind und vor allem auch dann, wenn sie ident sind. Warum sage ich das alles und warum nehme ich da meistens das Recht des Welthandels? Weil das ist, das man am ehesten unmittelbar mitbekommt. Man bekommt natürlich auch andere mit, wenn sie reisen und ihren Pass scannen lassen. Das ist auch Völkerrecht, weil da werden global Informationen ausgetauscht, ob sie eine potenziell verdächtige Person sind. Auch das basiert auf völkerrechtlichen Verträgen. Ob sie ein Reiseverbot haben, weil dann können sie gar nichts buchen. Wie die Richter des ICC. Genau, das ist das. Und da glaube ich jetzt, dürfen wir auch nicht. Wir haben einen Bias, dass wir zu viel auf die USA schauen. Wir haben natürlich auch alle einen zweiten Bias, nämlich, dass wir zu sehr auf das Hier und Jetzt schauen. Die USA nützen gerade ihre Macht überbordend, um zum Beispiel sogar Richter beim Internationalen Strafgerichtshof so zu behandeln wie Terroristen, dass die keine Reisen buchen können, dass die auch nicht mit ihren Bankkonten irgendwas buchen können, ihre Miete nicht bezahlen können, dass die auf Bargeld angewiesen sind. Aber diese Weaponization of the Economy, also diesen gezielten strategischen oder vielleicht sogar fast schon kriegerischen Einsatz von Produzenten, von Konzernen auf dem eigenen Gebiet, innerhalb der eigenen Zuständigkeit, denen man sagen kann, Microsoft zum Beispiel, der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs darf jetzt nicht mehr seine E-Mails lesen. Der hat keinen Zugriff mehr auf sein E-Mail-Konto. Das mag kurzfristig enormen Schaden anrichten, vor allem für die Betroffenen, die regelrechte moderne digitale Paria werden. Aber langfristig führt das dazu, dass man sich überall auf der Welt fragt, wie kommen wir von US-Produkten weg, wenn der Präsident, wenn die Administration diese Produkte gegen uns wenden kann. Und jetzt muss sich jeder fragen, was passiert, wenn auf einmal ich nicht mehr auf meine WhatsApp-Nachrichten zugreifen kann oder wenn der US-Geheimdienst darauf zugreift und so weiter und so fort, wenn ich nicht mehr über PayPal überweisen kann. Booking.com, Instagram, you name it. Ja, unsere Handys sind ja voll mit US-Dienstleistungen. Die USA sprechen immer von ihrem Handelsdefizit bei Waren, weil sie mehr importieren als exportieren. Aber bei digitalen Dienstleistungen sind die ja ganz, ganz vorne dabei. Und wir sind abhängig von ihnen. Und jetzt fängt ja ein globales Umdenken statt. Und ich hoffe, dass das stattfindet überall und vor allem auch in Europa, zu sagen, wir müssen auch weg, nicht nur von der militärischen Abhängigkeit, sondern auch von der digitalen Abhängigkeit von den USA. Sehr, sehr wesentlich. Ja, und das meine ich mit dem langfristigen Schaden für die USA, der verheerend ist. Wenn das, also der Mensch vergisst sehr schnell und der Mensch ist sehr gemütlich, glaube ich. Aber wenn das jetzt nicht ganz schnell eingefangen wird, und da deutet nichts darauf hin,
wird man langfristig sagen, wir müssen von dem allen wegkommen und da werden andere profitieren. Europäische Firmen, chinesische Firmen, Firmen auf der ganzen Welt, die Alternativen zu US-Servern anbieten, zu US-digitalen Dienstleistungen anbieten. Und da spielt auch das Völkerrecht ein, weil das Völkerrecht auch den Dienstleistungsverkehr auf digitaler Ebene regelt und auch die WTO. Und im schlimmsten Fall sind die USA in ein paar Jahrzehnten nicht mehr bei der WTO und die Welt sagt, ja, aber wir machen das halt einfach ohne euch, wenn ihr so renitent seid, weil andere Firmen sich denken, okay, dann, wenn ihr rausgeht, gehen wir rein. Wenn die Leute eure Produkte nicht mehr wollen, weil sie Angst haben, dass sie gegen sie verwendet werden, bieten wir Produkte an, wo das nicht passiert, wo man nicht davor Angst haben muss, dass ein Präsident anordnet oder eine Regierung anordnet, einem Konzern das Produkt so zu verwenden, dass es eben als Weapon eingesetzt wird. Das meint man eben mit Weaponization of the Economy. Und das ist eben das ist jetzt ein bisschen das Wunschdenken auch, aber weil Sie es eben ansprachen, was man tun muss, da muss auch jeder für sich selbst nachdenken, was von meinem Alltag ist völkerrechtlich geregelt auf einer höheren Ebene und wo bin ich selbst potenziell betroffen. Und da reicht ein Blick auf das Mobiltelefon, einfach mal fragen, welche von den Produkten in den USA ihren Ursprung haben, über die USA ablaufen und dann auch potenziell zumindest gegen einen verwendet werden können als Waffe, also als Entfremdung, als quasi Waffe ökonomischer Natur von Seiten der USA. Und da steckt überall auch, nicht nur, aber auch Völkerrecht drin. Der Journalist und Historiker Fareed Zakaria hat vor kurzem einen Kommentar gemacht, der sehr interessant war, wo er sagte, das britische Weltreich ist auch deswegen zerbrochen, weil Großbritannien sich, weil sie immer wieder hat in Kriege hineinziehen lassen an der Peripherie und unglaublich viel Geld und Menschen aufs Spiel gesetzt hat und verloren hat durch diese peripheren Kriege. Während andere Länder, wie zum Beispiel die USA und Deutschland, in sich selbst investiert haben und deswegen Großbritannien, also zum Beispiel in die Industrialisierung investierten, damals Großbritannien überholt hat. Er zieht eine Verbindung zwischen der Rolle von Großbritannien damals und den Vereinigten Staaten heute, die sich auch dauernd in periphere Kriege ziehen lassen und da enorm viel Geld ausgeben, enorm viel Aufmerksamkeit auch drauf investieren, während im eigenen Land sehr vieles im Argen liegt und eigentlich dieses Geld, diese Aufmerksamkeit, diese Investitionen gut gebrauchen könnte. Sie haben eine Menge Erfahrung auch in den Vereinigten Staaten gehabt. Können Sie mit dieser Idee was abgewinnen? Ja, sehr sogar. Also ich habe da auch gemerkt, auch bei meinen letzten Besuchen, dass es eine unfassbare Entfremdung gibt und dass der Einzelne sich denkt, und das muss man sich auch mal rein emotional vorstellen, ich bin einer von ganz wenigen und dann gibt es aber einen von ganz vielen, der über alle quasi bestimmt, weil das war ja auch nie so vorgesehen, dass ein Präsident so viel Macht hat. Das ist einfach eine alte Verfassung, wo im Artikel 2 steht, dass die Macht oder die Exekutive beim Präsidenten liegt, also bei einer einzigen Person. Aber das ist einfach, weil es eine alte Verfassung ist. Und jetzt kommt man an den Punkt, wo dieses alte System der Checks and Balances nicht mehr funktioniert. Und das ist auch ein Problem für das Völkerrecht, weil in der US-Verfassung wird es schon genannt, also als das Law of the Land, ja, aber es steht eben nicht drin, wie man mit Völkergewohnheitsrecht umgeht. Auch zu den Verträgen ist es ein bisschen schwierig. Also weil diese Verfassung eben so alt ist, hat sie es noch nicht so ganz geschafft, wie wir das kennen von der österreichischen Verfassung, von der deutschen Verfassung, das Völkerrecht entsprechend einzubauen. Das heißt, es ist weit über Praxis geprägt worden und auch das von dem geprägt worden, was Gerichte machen. Aber ich verstehe gut, dass der einzelne US-Bürger, und ich denke da reflexartig, wir waren dann auch in Utah, einem Busfahrer. Ich weiß, das ist immer so ein Ding, wenn Leute dann von ihren Erzählungen sprechen mit Taxifahrern oder in dem Fall von Busfahrern, aber das war eines der interessantesten Gespräche, das ich geführt habe, weil dieser Mann aus Utah, also war ein Trump-Fan, Trump-Anhänger, aber sehr nett, ja, wir konnten da viel darüber diskutieren und der hat immer gesagt, Ukraine interessiert ihn nicht, ja, also es tut ihm leid, was dort passiert, aber ihn interessiert, was in seiner Nachbarschaft passiert, wie es den Leuten in seiner Nachbarschaft geht, in seinem Bundesstaat geht. Und er hatte das Gefühl, die USA engagieren sich da irgendwo am anderen Ende der Welt und tun und werfen da Geld aus, das sie eigentlich im eigenen Land brauchen, für die eigene Infrastruktur. Und dieses Gefühl scheinen auch jetzt so einige zu haben,
Trump ist sowieso unbeliebt. Er ist interessanterweise anscheinend nicht unbeliebter geworden wegen des Krieges, aber ganz viele Menschen haben ihn ja gewählt, weil sie dachten, wenigstens wirft er das Geld nicht mehr für Kriege raus, die nicht unsere Kriege sind. Not our war. Oder wie Trump ja auch immer gesagt hat, wieder und wieder in Bezug auf die Ukraine, there's a beautiful ocean. Da ist dieser weite Ozean zwischen uns. Das, was dort passiert, betrifft uns nicht unmittelbar. Und auf einmal beim Iran betrifft es die USA anscheinend unmittelbar, und das sind ja unfassbare Kosten. Also auch jetzt 200 Milliarden, die das Pentagon braucht für die Fortführung dieses Krieges. Also je länger das braucht, und dann kommt eben auch all das, was wir aus dem Vietnamkrieg schon kennen, dass man auf einmal keine Exit-Strategie hat mehr und so weiter und so fort. Und der einzelne Bürger, der, wie gesagt, vielleicht ein Busfahrer aus Salt Lake City ist, wird sich jetzt denken, ich habe den doch eigentlich gewählt, weil ich dachte, das passiert nicht mehr, und weil der aufräumt mit dem Deep State, und der macht jetzt wieder dasselbe. Und auch der hat keinen starken Bezug weder zur Ukraine noch zum Iran. Der hat einen starken Bezug zu Utah, zu Salt Lake City und wie es dort aussieht. Ist ein wohlhabender Bundesstaat. Aber es ändert nichts daran, dass der sagt, ich möchte das Geld und die Aufmerksamkeit eigentlich nach innen richten. Und da komme ich jetzt noch zum letzten Punkt, habe ich ein bisschen das Gefühl, aber das ist jetzt auch Küchenpsychologie, dass Trump die Verlockungen der Weltpolitik, dass die ihn richtig so sirenenartig hineingezogen haben in die Weltpolitik und dass ihm die USA zu klein geworden sind. Weil Innenpolitik, es ist ein bisschen das eine umgekehrte Subsidiaritätsprinzip. Je kleinteiliger die Politik, desto anstrengender. Also ich kenne ein paar Bezirksräte. Auf Bezirksebene ist das unfassbar anstrengend, und sei es nun sowas wie Radständer oder einen Baum statt einem Parkplatz. Und anscheinend, zumindest fühlt sich so an, je weiter rauf es geht, umso einfacher ist es. Und die Weltpolitik, weil die eben darauf zentriert ist, dass der Präsident als Staatsoberhaupt so viel Macht hat, ist so gesehen verhältnismäßig einfach. Man kann wen treffen, man kann Deals schließen, man kann sogar einen Krieg einfach so befehlen und anordnen als Commander-in-Chief. Man muss sich mit den kleinteiligen Sachen, den Niederungen der Innenpolitik nicht auseinandersetzen. Und auf der weltpolitischen Ebene kriegt man schnell große Bilder, große Schlagzeilen, trifft schnell wichtige Leute und trifft schnell große Entscheidungen. Und das ist fürs Völkerrecht fatal, wenn das jemand macht, der nicht verantwortungsbewusst damit umgeht, aber anscheinend emotional einfach eine unfassbare Verlockung, die dazu geführt hat, dass der Präsident diese kleinen Sachen, die für die Leute da unten wichtig sind, nicht für wichtig befindet, und die großen Sachen, die sich auf deren Leben mittelbar auswirken, aber eben nicht unmittelbar auswirken, diese großen Sachen auf einmal so in den Fokus rückt. Weil wir werden es alle spüren, auch jetzt spüren wir es schon, gestiegene Rohstoffpreise und dergleichen. Das war auch ein großes Thema für die Herren und vor allem den Herrn, mit dem ich damals gesprochen habe. Also es hat mittelbar Auswirkungen, aber sonst fühlt sich so weit weg, dass man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwas beeinflussen kann. Und ich habe auch nicht das Gefühl, als könnte ich da irgendwas beeinflussen. Und diese Entfremdung von Politik ganz oben von den Leuten in ihrem Alltag, die ist unter Trump ganz, ganz massiv, aber war es sicher auch schon unter Biden und unter allen anderen Amtsvorgängern. Wenn immer ein Land, das so groß ist, sich global engagiert und man sagt, man findet diese Länder ja gar nicht auf der Weltkarte, und trotzdem sind dort US-Militärbasen, trotzdem trifft man die Staatsoberhäupter von dort, trotzdem finanziert man dort vielleicht Entwicklungshilfeprogramme, zumindest vor Trump. Diese Entfremdung ist wahrscheinlich in den USA noch viel größer als überall sonst, weil die USA nun mal global so eine große Rolle gespielt haben und anscheinend, obwohl Trump was anderes gesagt hat, weiter spielen werden, wenn auch in anderer und ungleich gefährlicherer Form. Ralf Janik, es ist wie immer ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, und ich hoffe, wir können das bald wieder tun, aber gerne. Für heute danke Ihnen herzlich, dass Sie Gast waren auf dem Blomcast, und wir werden dieses Gespräch auch auf Ihrem Podcast veröffentlichen. Der heißt wie? Recht politisch. Recht politisch, wunderbar, weil wir waren recht politisch heute, und das hat mich gefreut und das hat mir Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, dass Sie das mit uns gesprochen haben, und ich danke Ihnen natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Gespräch hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht, wie es mir gemacht hat, und wir sehen uns bald wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiederhören.